Mega-Luxusuhr in Stuttgart versteigert. Wir kommen zum absoluten Highlight dieser Auktion. 400.000 Euro, 420.000 Euro, 440.000 Euro, 510.000 Euro. Dann nehme ich 520 als nächstes. 510.000 Euros on the phone, 520 hier im Saal. Do I see a higher bid? Und 1.000 Euros, fair warning, zum dritten Verkauf. Wie ich die teuerste Uhr des Jahres ersteigert habe, um was für eine Uhr es sich überhaupt handelt und was sie gekostet hat, erfahrt ihr jetzt. Und bevor wir dazu kommen, wie ich an diese Uhr gekommen bin und was sie genau gekostet hat, möchte ich euch etwas über die Uhr selbst erzählen und damit den Star der Show enthüllen. Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als eine Patek Philippe 5016 R. R steht in dem Fall für Roségold, was die Uhr, dazu komme ich aber gleich, nochmal ungleich seltener macht. Aber schon die Referenz 5016 ist eine Uhr, die in Sachen Komplikationen nicht mehr zu überbieten ist. Wir haben eine sogenannte Grande Complication von Patek. Richtig wäre aber eigentlich die Uhr als Triple Grande Complication zu benennen, denn die Uhr haust tatsächlich 3 verschiedene große Komplikationen: den ewigen Kalender, den Tourbillon und die Minutenrepetition. Jede dieser Komplikationen für sich macht eine Uhr zur Legende. Ich möchte über die 3940 zum Beispiel reden, den klassischen ewigen Kalender von Patek Philippe, eine Uhr, die unter Sammlern gefeiert wird, wegen einer der 3 Komplikationen. Und es gibt zahlreiche weitere Beispiele, reine Minutenrepetition oder reine Tourbillons von Patek Philippe, die als solche sechsstellig kosten, die als solche einfach horologische Meisterwerke sind, die in der Sammler-Community gerade unter Patek Philippe-Sammlern wahnsinniges Ansehen genießen. Und die 5016 kombiniert 3 dieser großen Komplikationen in einem, wie ich übrigens finde, sehr eleganten, gerade mal knapp 37 oder 36,5 mm großen Gehäuse. Natürlich haben wir eine Aufbauhöhe von knapp, ich glaube, 14 mm. Aber ich sag mal so, das sei der Uhr doch verziehen. Eine Uhr mit diesen 3 Superkomplikationen, die darf auch ein bisschen höher aufbauen. Dieses Gehäuse sowie die abgestuften Hörner erinnern gleichzeitig im Übrigen auch noch an legendäre Patek Philippe Designs, wie zum Beispiel die 2499, ein legendärer Kalender mit Chronograph. Das ist eine Reminiszenz von Patek Philippe an die vergangenen Designs. Diese Uhr wurde gebaut von 1993 bis ungefähr 2010. In dieser Zeit wurden knapp 200 Modelle gefertigt. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig limitierte Stückzahl, denn diese 200 Modelle umfassen tatsächlich auch alle Farbvarianten bzw. alle Modellvarianten. Das bedeutet, sie umfassen die Platin-Varianten, die Weißgold, die Gelbgold und die Roségold-Varianten. Und man kann davon ausgehen, dass die Roségold-Variante, wie wir sie hier haben, deswegen sagte ich zu Beginn, dass es sich bei dieser Uhr um nochmal eine besonderere Variante der 5016 handelt, möglicherweise eine der oder die seltenste Farbvariante ist. Man kann davon ausgehen, dass auch Gelbgold zum Beispiel, auch Weißgold zum Beispiel sehr selten gefertigt wurde, aber Roségold wird da schon an der Spitze stehen. Und dann hat diese Uhr, das wissen einige von euch sicherlich, auch noch ein Feature, was mich persönlich total abholt, nämlich Breguet-Indizes. Das ist die meiner Meinung nach schönste und klassischste Art und Weise, Indizes darzustellen. Diese ebenso abgesetzt in Roségold auf dem gesilberten Ziffernblatt. Das sieht unfassbar schön aus, das unterstreicht die Romantik der Uhr. Und ich finde, trotz der Tatsache, dass diese Uhr so kompliziert ist, wirkt sie auch mit den aufgesetzten Breguet-Indizes nicht überladen. Man könnte ja vermuten, ob der ganzen Nummern, der ganzen Ziffern, der ganzen Fenster, die auf der Uhr bzw. auf dem Ziffernblatt der Uhr sichtbar sind, könnte die Uhr durch aufgesetzte Indizes, vor allem aufgesetzte Breguet-Indizes überladen wirken. Das tut sie aber keinesfalls. Die Uhr wirkt total sauber, total aufgeräumt. Ich finde wunderschön, wie sich das retrograde Datum, retrograd wisst ihr sicherlich, das heißt die Datumsfunktion läuft so und springt dann einmal weiter zurück auf die 1, also auf den 1.
1. des Monats, wie sich diese retrograde Datumsfunktion um das kleine Subdial bei 6 Uhr sozusagen drum windet, wo dann zum einen der Tourbillon-Schriftzug, aber natürlich auch die Mondphase ist. Das ist in Summe einfach eine wahnsinnig romantische Uhr. Ich weiß, das sage ich oft, aber ich finde wirklich, dass es so ist. Dieses warme Roségold, die Komplikationen. Und da reden wir jetzt nur von der Vorderseite. Zur Rückseite komme ich nämlich jetzt. Reden wir also über das, was diese Uhr wirklich besonders macht, über das, was diese Uhr vielleicht auch abhebt von anderen Uhren, dem Uhrwerk. Wir haben hier das schönste Uhrwerk, das ich jemals in einer Uhr sehen durfte. Wir haben auf der 6 Uhr Position haben wir einen Tourbillon-Käfig, also eine rotierende Unruhe, wenn man so will, die von einem skelettierten oder von einer skelettierten Brücke gehalten wird. Das ist so unfassbar schön gemacht, das sieht so unfassbar gut aus. Und dann haben wir oben auf der 12 Uhr Position haben wir noch ein kleines Patek Philippe Calatrava Kreuz, welches sich ebenso bewegt. Das alles auf einem ansonsten sehr dreidimensional wirkenden Uhrwerk, welches diese 3 Komplikationen behaust. Das ist einsame Spitze, das ist das Größte, was ich jemals in Sachen Komplikationen in meinen Händen halten durfte oder zumindest solche Uhren, die auch mir gehörten. Und dass diese Uhr jetzt in diesem Umfang und in diesem Zustand vor mir liegt, das ist wirklich, ich kann es kaum greifen und ich konnte es auch, als sie angekommen ist, kaum greifen. Ich möchte euch jetzt aber nicht den Sound verwahren und euch natürlich auch mal das Geräusch dieser Minutenrepetition präsentieren. Ich hoffe jetzt, ihr konntet das gut hören. Ihr habt gesehen, ich habe gegrinst über beide Backen. Man sieht die beiden Hammerschläge sehr, sehr gut. Die sind ebenso ausgeschnitten, geht ja auch gar nicht anders aus, sozusagen der Mainplate des Uhrwerks. Also es ist unfassbar, wie das umgesetzt ist. Es ist aber auch unfassbar, was da für ein Klangbild entsteht. Man darf nicht den Fehler machen, das jetzt zum Beispiel mit einer der Taschenuhren aus dem 19. Jahrhundert zu vergleichen, die natürlich ob der Größe ein stärkeres Klangbild haben. Für eine Armbanduhr ist das ein wahnsinnig schönes Klangbild. Deutlich besser im Übrigen bei Roségold als bei dem Platin-Modell, weswegen ich oftmals der Meinung bin, dass Rosé sogar ein Stück interessanter ist als die Platin-Modelle. Also ein unfassbares Uhrwerk, auch die Art, wie es ist ja kein Drücker, wie der Hebel quasi, der die Minutenrepetition in Gang setzt, betätigt wird, wie satt das ist, wie responsiv das ist. Das ist einfach ganz große Kunst und meiner Meinung nach so nicht zu überbieten. An der Stelle habe ich jetzt einiges über die Uhr erzählt, möchte euch jetzt aber natürlich auch noch erzählen, wie diese Uhr in meinen Besitz gelangt ist und wie es jetzt mit der Uhr weitergeht. Wie ihr im Intro schon sehen konntet, habe ich die Uhr auf einer Auktion ersteigern dürfen. Eine solche Uhr betritt nur ganz, ganz selten wirklich den freien Markt und wird nur sehr, sehr selten von anderen Händlern angeboten oder von Sammlern direkt verkauft. Da ist tatsächlich eine Auktion eher die Regel als die Ausnahme. Und in dem Fall trat ich als eine Art Auktionsagent für einen sehr guten Kunden von mir auf. Das bedeutet, ich durfte diese Uhr vor Ort bei dem Auktionshaus in Stuttgart besichtigen, haben mir die Uhr angeguckt, haben die Uhr natürlich auch vorher mir schon angeguckt und mir ein Bild davon gemacht, auf was ich hier gleich bieten werde. Und durfte dann an einem verregneten Freitagnachmittag vor Ort im Saal auf diese Uhr mitbieten. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind solche Gebote oder solche Auktionen generell, aber natürlich erst recht die Lose, bei denen man mitbietet, wahnsinnig nervenaufreibend. Das muss ich euch sicherlich nicht erklären, habe ich auch schon zahlreich gemacht. Bei einer Uhr, die aber ein solches Preisschild trägt, wie hoch dieses Preisschild ist, dazu kommen wir gleich. Bei einer solchen Uhr ist aber das Adrenalin und der Herzschlag natürlich nochmal deutlich mehr. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht so ein ganz klein bisschen meine Stimme gezittert hat beim Abgeben der Gebote, denn das ist, wie gesagt, einsame Spitze, diese Uhr und World Class von Patek Philippe.
Am Ende ging es tatsächlich doch recht schnell und es ergab sich ein Bietergefecht zwischen mir und einem scheinbar chinesischen Interessenten, der die Uhr gerne kaufen wollte, der aber eben auch nur als Telefonbieter aufgetreten ist. Das bedeutet, man hatte auch keine Person vor sich, sondern man hatte immer nur die Auktionsagentin bzw. die Auktionatorin, wenn man so will, oder die Uhrenspezialistin des Auktionshauses vor sich, die am Telefon mit dem anderen Bieter redete. Und so ergab sich dann tatsächlich relativ früh schon ein Zweikampf zwischen mir und dem chinesischen sozusagen Mitbieter, den wir dann aber gewinnen durften. Und dabei enthülle ich dann auch den Preis für 630.000 Euro. Das ist ein wahnsinnig hoher Preis, muss man sagen. Ich bin aber der Meinung, dass gerade wenn man auch vergleichbare Auktionen sich anschaut, wenn man auf den Markt guckt, der wahnsinnig begrenzt ist, aber auf das, was versteigert wurde und auch auf das, was jetzt versteigert wird. So hat zum Beispiel Monaco Legends Group jetzt in der Auktion, welche jetzt, ich glaube, Mitte Oktober stattfinden wird, eine 5016 in Platin dabei, mit einem Schätzpreis von einer halben bis einer Million Euro. Jetzt muss man wissen, anders als in dem Fall dieser Uhr sind bei den meisten dieser Auktionshäuser auf die sozusagen Schätzpreise bzw. am Ende auf den Hammerschlagpreis noch ein Aufgeld zu entrichten. Das bedeutet, der Startpreis wäre schon höher als das, was nach einer starken Bieterschlacht, wirklich einer starken Bieterschlacht, bei dieser Uhr das Ergebnis war. Und das für eine Uhr, die, wie ich finde, gar nicht unbedingt so besonders oder so schön ist, wenn auch gleich sie natürlich ob des Ziffernblatts schon eine gewisse Bewunderung unter Sammlern findet, die mir nicht nachvollziehbar ist, weil ich ehrlich gesagt hier dieses Modell in Roségold ein ganzes Stück schöner finde. Ich bin der Meinung, eine solche Uhr ist echt noch eine absolute Value Proposition. Das bei 630.000 Euro zu sagen, mag vermessen klingen, aber ich glaube, dass man, wenn man eine solche Grand Complication kaufen möchte, wenn man auch im Bereich Patek Philippe unterwegs sein möchte, dass es besser nicht wird und dass es auch günstiger nicht wird. Wenn man diese Uhr mit dem vergleichbaren neuen Modell von Patek Philippe vergleicht, welchen Listenpreis von knapp 1 Million Schweizer Franken hat. Ich glaube, es sind nicht ganz 1 Million, aber knapp 1 Million Schweizer Franken, die vor allem die Variante mit dem transparenten Ziffernblatt teilweise über 1,5 Millionen Schweizer Franken gehandelt wird. Für eine Uhr, die größer, klobiger, weniger durchdacht und meiner Meinung nach auch einfach unattraktiver ist, dann sind, und ich habe nie gedacht, dass ich sowas mal sage, 630.000 Euro für so eine Uhr ein guter Deal. Und als solchen betrachte ich das, wenn auch ich mir natürlich ganz klar, ich bin mir im Klaren darum, dass es sich um unfassbar viel Geld für so eine Uhr handelt. Aber auch wenn man in die Konkurrenz guckt, auch wenn man sich die anderen Marken anguckt, die meisten fertigen sowas gar nicht. Also ich würde mich wirklich jetzt anstrengen müssen, Uhren zu finden, die solche Komplikationen auch kombinieren und vereinen in sich. Da ist Patek einfach Weltklasse, das muss man so sagen. Und die 5016 ist die Königin ihrer Liga. Damit ist die Geschichte erzählt, wie ich an diese Uhr gelangt bin, wie ich diese Uhr kaufen durfte. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, wie es jetzt mit der Uhr weitergeht. Wie gesagt, ich bin in diesem Fall selbstverständlich nur als Auktionsagent und als Vermittler aufgetreten. Das bedeutet, auch wenn ich es mir wünschen würde, ist das leider nicht mein Eigentum. Die Uhr wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Videos selbstverständlich schon ausgeliefert worden sein und einen unfassbar glücklichen, so viel kann ich sagen, unfassbar glücklichen neuen Besitzer gefunden haben oder Eigentümer und Besitzer in dem Fall sogar, Eigentümer und Besitzer gefunden haben. Es ist wirklich auch für mich kaum in Worte zu fassen und ich hoffe, dass ich es auch nur ansatzweise hinbekommen habe, mit diesem Video der Relevanz dieser Uhr gerecht zu werden. Das ist die Art von Uhr, von der selbst die kühnsten Sammlerträume nicht träumen könnten. Also wenn du als Sammler dein Leben lang davon träumst, in die Endliga des Sammelns aufzusteigen, dann ist diese Uhr noch weit davon weg, wo du hin möchtest. Das ist unfassbar und ich hoffe und glaube, in dem Wissen, dass man so einer Uhr kaum gerecht werden kann mit Wort und Bild, hoffe und glaube ich, dass ich das mit diesem Video geschafft habe. Es war eine wahnsinnige Chance, für die ich sehr, sehr dankbar bin und ich hoffe, dass euch das Video entsprechend gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr meine Begeisterung für die Uhr nachvollziehen konntet und vielleicht dank Bild und meinem gesprochenen Wort hier auch teilen konntet. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.